Wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest oder gesagt hättest, du produzierst viel zu viel Abfall und du bist total ein umweltunfreundlicher Mensch, hätte ich gesagt, du geht's, also sicher nicht. Und dann merkst du auf einmal, okay, doch, ich produziere richtig viel Abfall mit meinem Konsumverhalten. Weil niemand findet Abfall wirklich gut, jeder produziert es. Es kann keiner sagen, dass es ihn nicht angeht. Es war bei mir die Realisation, dass wir, wenn wir die ganzen Einzelmänner und Frauen nicht hätten, die uns den Abfall wegtragen würden, dass wir einfach im Abfall versaufen würden, genauso wie ich das in anderen Ländern gesehen habe, wo eben die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Und ich glaube, ich wollte einfach mal ausprobieren, ja, kann man denn da überhaupt abfallfrei leben in meinem Alltag? Und das hat so ein bisschen als Challenge angefangen an mir selber. Und jetzt auch mit dem Projekt da, so einen Laden haben, wo man eben unverpackt posten kann oder wo man eben Produkte finden und suchen, wo den Mehrweg unterstützt. Das ist natürlich auch ein Experiment. Geht es oder geht es nicht? Kann man den Alltag wirklich so bestreiten? Und man kann. Und hat sogar noch die schöneren Produkte und man gibt sogar noch weniger Geld aus, schlussendlich. Willkommen im Feufi. Ich führe dich jetzt ein bisschen rum. Wir haben hier Biogemüse und Biofrüchte, die wir jeden Tag oder alle 2 Tage geliefert kriegen. Das Spezielle ist, dass unsere Kunden dürfen selber den Wert vom Biogemüse bestimmen. Dann haben wir hier den Probiertisch unter anderem. Das sind sehr viele Süßigkeiten, Trockenfrüchte aus der Schweiz, aus Europa, Gummibärli, alles Bio-Qualität. Und da dürfen unsere Kunden eigentlich auch mal probieren. Mal schauen, ob ihnen das schmeckt, was sie da auf dem Tisch sehen. Wir probieren viele Produkte aus der Schweiz, Zürich zu kriegen und nachher weiter Europa. Und eigentlich haben wir extrem wenig Produkte, bis fast gar keine, die wirklich übersee oder außerkontinental ist. Linsen, Nüsse, Hülsenfrüchte sind aus Italien. Dann haben wir Körner und Flocken aus Graubünden, Mais aus dem Tessin, Popcorn aus dem Liestel, Hanfsamen aus Zürich, auch in Bioqualität. Eigentlich sehr schöne alternative Produkte, die unsere Kunden auch selber abfüllen dürfen. Wenn du mal anfängst, kannst du gar nicht mehr aufhören, weil A macht es wirklich Spass, um eben zu schauen, wie weit komme ich in meinem Alltag, was kann ich alles bewegen. Und der Impact von dem Ganzen, oder? Der mag zwar klein sein, aber für einen selber ist er dann eben sehr groß. Mit Abfall hat es angefangen, dann hat es mit dem ganzen Materiellen um mich herum, ist dann weitergegangen, wo ich dachte, ich habe einfach viel zu viel in meinem Leben. Alles ist zu gross, alles ist zu viel. Brauche ich denn das wirklich? Ich habe eine Schublade geöffnet und realisiert, dass ich irgendwie 4 so Gemüseschäler habe und 7 kleine Messerli und was weiß ich. Und dann das gehört auch zu dem Zero Waste, oder? Das sind so die Kreise, die dann auf einmal anfangen, in Bewegung zu kommen. Und ich glaube, es hat mir einfach so den Ärmel hineingezogen und es macht einfach so viel Sinn, das Ganze zu hinterfragen. Weil ich besitze zum Beispiel keine eigenen Bücher mehr, keine eigenen CDs, DVDs mehr. Ich habe mich von meinem riesigen Kleiderzimmer verabschiedet, das doch 30 Quadratmeter war. Also wirklich ganz viel Materielles habe ich wirklich losgelassen. Und auch das ist nicht etwas von heute auf morgen. Das war ein Prozess über 4 Monate, wo ich wirklich nichts mehr anderes gemacht habe als geschafft und aufgeräumt, geschafft, aufgeräumt, geschafft, aufgeräumt. Und es geht jetzt immer noch weiter. Bei allem ist immer die Frage, bleibt es oder geht es weg? Und der Prozess vom Loslassen, der tut richtig weh. Das tut wirklich weh. Es ist eben nachher schon ein befreiendes Gefühl. Je weniger Besitz man hat oder je weniger Materielles man hat, desto weniger Sorgen hast du in dem Sinne. Du musst auf viel weniger auch aufpassen. Ja, es klingt total klischeehaft. Also mein Ziel ist, dass wir wieder kritischere Konsumenten werden. Einfach, dass wir einfach noch mal eins mehr hinterfragen, was kaufe ich da eigentlich und für was gebe ich eigentlich mein Geld aus. Weil eben, wie umweltfreundlich und wie aktivistisch man unterwegs ist oder so, ich glaube, das darf wirklich jeder selber, der eine mehr oder der andere weniger. Das ist wie so von den Möglichkeiten her, soll das jeder so machen, wie er ist. Aber ich glaube, das kritische Denken, finde ich, ist einfach ein bisschen ist einfach eine Verantwortung von unserer Gesellschaft, von unserer Welt, wo wir drin leben. Und das würde ich mir extrem wünschen, dass man wirklich noch mal eins mehr überlegt, für was man sein Geld eigentlich ausgibt. Ich packe doch mal aus, was ich mit mir herumtrage. Also, immer dabei ist Flaschen zum Auffüllen.
Dann, wie ich vorher gesagt habe, ich habe ja auch keine eigenen Bücher mehr, das heisst Buchbibliothek. So, was auch immer dabei ist, ist so eine Brotbox oder so ein Gefäß, kann auch Töpper sein. Und was ich herausgefunden habe, oder was meine grösste Challenge ist, sind Servietten. Also sobald eine Serviette auf dem Tisch ist oder so, dann nehme ich das automatisch. Und ich probiere jetzt wirklich da mit dem Stückchen Stoffserviette mich da zu verbessern. Und was ich auch herausgefunden habe, ist, dass man mit Stäbchen, die total leicht sind, sogar in der Schweiz Sachen kann essen kann, außer vielleicht gerade das Schnitzel. Aber das ist eigentlich perfekt. Ich kann so ziemlich alles mit Stäbchen essen. Dann habe ich noch einen kleinen Löffel dabei und natürlich, wo ist es denn? Sackmesser. Und seit Neuestem habe ich auch herausgefunden, was eigentlich auch immer gut ist, zum dabei zu haben, ist so ein Bienenwachstuch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, eben, wenn man so spontan mal ein Stück Käse oder so kaufen möchte, anstelle von Alufolie, dann habe ich eigentlich immer mein Bienenwachstuch dabei, wo ich dann kleine Sachen auch mal einfach einpacken und posten. Und dann habe ich noch 2, 3 kleine Stoffsäcke, die ich jeweils dabei habe. Eben, wenn ich gehe und posten da, oder lustigerweise kann man wirklich alles, was nicht flüssig ist, kann man eigentlich in Stoffsäcke abfüllen und mit heimnehmen. Ich gebe Geld aus für bessere Lebensmittel, ohne dass ich mehr Geld ausgebe. Einfach weil ich es bewusster kaufe oder auch bewusster koche. Und ich spare natürlich extrem viel Geld, weil ich einfach so die ganzen spontanen Käufe und die ganzen unbewussten Käufe einfach nicht mehr mache. Also ich komme jetzt wieder mit einem Betrag aus, den ich wahrscheinlich vor 20 Jahren als Student hatte. Und habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichten muss. Ich glaube, völlig ohne Abfall, das ist wahrscheinlich recht utopisch. Im Kleinen kann man das machen. Also ich schaffe es jetzt wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 4, 17 Liter Abfallsäcke im Jahr. Wenn überhaupt. Vielleicht brauche ich auch noch 3. Oder? Aber eben, die Industrie macht viel Abfall. Jedes Produkt hat seine Marketingstrategie, jede Verpackung verspricht irgendetwas. Und es macht wahrscheinlich auch bei ganz vielen Sachen Sinn, dass sie verpackt sind. Und es macht aber genauso bei ganz, ganz vielen Sachen null Sinn, dass es verpackt ist. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir ganz viele Leute begeistern können mit dieser Bewegung. Also jeder Einzelne in seinem Umfeld kann eben das Bewusstsein ein bisschen wecken, um wenigstens zu reduzieren oder zum wenigstens zu verhalten. Mit zu ändern, sage ich jetzt einmal. Oder? Ich glaube, was ich den Leuten sage an meinen Workshops oder auch unseren Kunden ist, fangen dort an, wo ihr es richtig gut in den Alltag integrieren können. Das ist ganz wichtig, weil wenn du es nicht in deinen Alltag integrieren kannst, dann machst du es nicht. Und geniessen den Weg eben auch, weil es fängt bei weniger Abfall an. Es geht weiter, dass man dann die schöneren und besseren Produkte eigentlich zu sich nimmt. Es geht weiter, dass man anfängt reduzieren im Haushalt und so weiter und so fort. Oder? Und nachher hinterfragt man das Reisen, man hinterfragt sehr viel, aber einfach in einem extrem positiven, das ist ein extrem positiver und sehr kreativer Weg. Und wenn man einfach sagt, ich mache jetzt eine Woche-Challenge und mein Ziel ist, meinen Abfall in ein Konfiglas hineinzutun, dann verpasst man ganz, ganz viel von diesen Schritte, die eben eigentlich spannend sind zum machen. Ich glaube, dass Zero Waste eine extrem positive und kreative Bewegung ist, die einen gesunden und guten Impact auf den Alltag haben kann. Und vor allem macht die Zero Waste Bewegung einem selber zu einem viel, viel bewussteren und verantwortungsvolleren Konsument, als was man je zuvor war.